Coole Neuerung, aber kein Hype. Guck mal, war ganz schön schlechte Laune, Domtendo hier auf dem Thumbnail. Wo ist hier? Hier, das hier ist es, ne? 4,4 Millionen Views. Hello everyone. I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. First, Japaner. I have some news. Ist laut genug? Development on the Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. Thank you very much for waiting. Jetzt lauter. Many of you are looking forward to this game, and we've released a few trailers so far. Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Okay? Let's begin. Here we are in the land of Hyrule. Like The Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Of course, it's not just the same world as is. Okay, ich werde jetzt nicht so oft Pause machen, aber ich weiß nicht, ich meine, es ist ja oft so, wenn man was denkt, dass das andere auch denken. Mein erster Gedanke war irgendwie ein bisschen, sieht ja genau gleich aus. Aber was habe ich denn erwartet? Weißt du, was ich meine? Hat es noch jemand gefühlt im Chat? Ich will jetzt nicht negativ hier anfangen, aber das war mein erster Gedanke. Es sieht ja genau gleich aus. Das Pferd, hier, das Sprintding-Symbol ist das gleiche. Gleiche Konzert ist klar, aber naja, unten sieht man, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, es war mein erster Gedanke, wo ich, ist auch nicht, komisch. It's changed in many ways. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so we hope you'll seek them out for yourself when the game launches. In this game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky. You'll notice some landmasses floating up there. We call them Sky Islands. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? If we take a look, oh, something's falling from the sky. Do you see it? I wonder what that is. Let's head over to it. We're almost at the spot where the object fell. Here it is. Okay, let's use one of Link's new abilities. Was ist das? Okay, jetzt geht's If you los. do this on the rock that just fell, look, it started rising. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Since I just used recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. We're a lot closer to the Sky Islands. Let's use the paraglider to reach one of them. There are a few Ja, ich weiß nicht, ob ich heute einfach nicht richtige Laune dafür habe oder so, aber es haut mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker, ehrlich gesagt. Es klingt auch ein bisschen kompliziert. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das nicht verstehen werde. other Sky Islands floating here too. I made it. There are lots of ways to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few different methods. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Okay. Some trees are also growing here. Das sieht cool aus, aber You ja. won't see many of those yellow trees on the surface, though. Let's walk around for a bit. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt. Na, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Es wird auch auf jeden Fall gestreamt und gezockt. Ich glaube, das Ding ist gerade, wenn ich ehrlich bin mit euch, mir wird jetzt erst klar, dass, also mein Let's Play ging halt ewig lang und ich habe so das komische Gefühl gerade, was total seltsam ist, so von wegen, fuck, das wird eine Menge Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? Weil diese Welt ist ja riesig und dann gibt es wahrscheinlich wieder Schreine und alles und es geht dann Ewigkeiten halt. Ich muss mal gucken, wie wir das hier so Let's Play-mäßig angehen. Ob das wirklich ein ganzes Let's Play wird oder ob ich das vielleicht auch mal ein bisschen alleine für mich genießen möchte off-Stream. Oder wir eine Mischung machen oder so. Weil ich habe auch das Gefühl, solche Let's Plays sind nicht mehr so gefragt, muss man sagen.
Und meistens hat dann so die erste Session richtig viele Views. Leute wollen gucken, wie hat der oder die Streamerin das so wahrgenommen, gespielt und so. Klar, es gibt immer so Ultra-Fans, die irgendwie sehr gerne mögen, wie ich das mache, die vielleicht das Breath of the Wild Let's Play angeguckt haben und so. Aber ich denke mir so, will ich da jetzt wirklich 60 Sessions machen? Was es wahrscheinlich sein wird. Und haben die Leute dann auch Bock drauf? Weil ich glaube, viele Leute, die das selber spielen oder die halt das nicht interessiert, die hauen dann hier ab vom Stream, Leute. Da muss man schon ein bisschen auch drauf achten. Weil wenn die immer sagen, jeden Tag zockt er nur, zockt er nie wieder, was mit Minecraft, was mit Gran Turismo und so. Und ich bin ja jemand, der immer die Spiele wechselt. Also ich wirke hier gerade sehr negativ. Ich bin nur transparent mit meinen Gedanken. Das sind nun mal so Streamer-Gedanken. Wir machen auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen uns keinen Stress. Ich spiele das mal und mit open Arsch. Oder? Wir spielen das mit Open Arsch. Und vielleicht mache ich mir schon wieder viel zu viel Gedanken. Aber ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass ich da jetzt nicht ein Committed, ich spiele das durch Let's Play mache. Weil das ist schon super viel Arbeit. Also es ist jetzt nicht nur wegen Faulheit, sondern wir wollten ja auch nicht, dass ich mich dann hier hinsetze und mich dann quäle. Na, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall, das hat jetzt nichts mit der Reaction hier zu tun. Aber warte mal, wir können ja hier gucken, wie weit die Downloads sind. Ist denn jetzt fertig? Nee, warum sehe ich das da eigentlich nicht? Naja, ich lade gerade die ganze Zeit Updates runter auf der Playsee. Okay, warte. There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Let's continue. Oh, something's there. This is a brand new enemy called a construct. We'll fight it using the branch we just picked. Oh, das sieht aus wie ein Pendant zu diesen, wie heißen die nochmal, die Roboter-Dude. Diddlint. Wie heißen die nochmal? Mann, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ah, the branch broke. Not good. Quick. Oh, not good. Oh my God. Get another branch and we defeated it. Mhm. Moving on. So Charge. We've now explored more of this sky island. As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Also, this branch is almost broken. So here's another one of Link's new abilities. Also die Waffen werden bei der Version auch wieder alle brechen, oder? Da weiß ich ja bis heute nicht, ob mir das gefallen hat oder nicht. Vielleicht habt ihr das auch, dieses ambivalente Gefühl dazu. Man hat ja am Ende irgendwie, wie hießen es nochmal, diese blauen, ich hatte da irgendwie so richtig geile Waffen. Und dann ist man immer so, ja, schade, dass die Waffe kaputt geht, aber ich glaube halt auch, dass Nina sagt das gerade auch, die fand es scheiße, aber pass auf, ich eigentlich auch, aber es ist ja ein bisschen wie dieser psychologische Effekt, alles, was man nicht haben kann, ne, man will das, was man nicht haben kann. Das heißt, weil das kaputt geht und du weißt, du hast es nur eine bestimmte Zeit, gehst du damit viel bedachter um und nutzt es nur manchmal und so. That being said, ich fand's auch immer scheiße. Also ich hatte vor allem am Ende so geile, wie hießen denn nochmal die guten Waffen da am Ende? Ich hab das so vergessen, Mann. Ich bin ja so vergesslich. Ich war ja am Ende richtig gut. Ich habe ja auch privat diesen Spielstand von Rocket Beans weitergezockt und habe dann alle Leunen gemacht und alle Drachen gekillt und so. Ich hatte dann irgendwie so krasse, antike Waffen. Also, hieß es nicht so? Warte mal, ganz kurz. Antike Waffen. Ich glaube, antike Waffen oder so, ne? Bilder. Warum kommen jetzt diese Bilder? Verstehe ich nicht. Warum kommt jetzt hier nicht, warum sehe ich nicht die Waffen? Wird ihr jetzt auch genervt? Ich finde das eine komische Google-Anzeige. Zelda, antike Waffen. Und ich kriege hier völlig random Bilder angezeigt, wo auf den wenigsten Waffen zu sehen sind. Naja, steigen wir uns mal nicht ein. Erstes Bild. Nee, ja, hier sowas, ja, antike Schwert. Obwohl, nein, die Antiken waren nicht so gut. Das waren die Dinger, die man kaufen konnte. Und irgendwie diese schrauben und so dann nee, ich meine, ich hatte andere. Beste Waffe, also warte mal. Komm, ich muss da kurz drauf kommen, Leute. Ich werde sonst wahnsinnig. Ich hatte am Ende genau diese Dinger hier. Jetzt ist das Overlay, seht ihr es noch ein bisschen, ne? So eine 60er Axt oder so. Jetzt kommt das alles langsam wieder. Die hatte ich auch, so mehrere von denen. Mit so komischen, auch so anderen Buffs noch drauf.
Wo sind wir denn hier? Die zum Beispiel, die waren auch geil. Die hatte ich auch. Von den Leunenschwert, oder? Naja. Ich hatte irgendeine krasse Waffe, die hatte übelst viel Damage, so. Naja, egal, gucken wir mal weiter hier. If we use this branch and the rock over here, and do this, look, we can stick them together. We created a makeshift hammer. This is called fuse. You can stick objects together to create new weapons with various effects. Ich baue mir sowas von irgendwie Dildos dann oder so und versuche irgendwie so zwei so Steine, wie so zwei Eier und dann irgendwie noch so einen Baum zu finden und das ist 100 Pro, Leute, wird das passieren. Es ist so klar. Let's take on another construct with this fused weapon. We're dealing with two of them at once. Oh, we beat one. Habt ihr gesehen, wie die sich bewegt haben? Die ist so gedreht. Ah Mann, Nintendo ist schon geil. Ja, ich hab doch jetzt ein bisschen mehr Bock. Jetzt, wo ich langsam mehr gucke, krieg ich noch mehr Bock. The weapon's attack has definitely improved. The other branch broke, but this weapon has much better durability. Jawohl. You can do all sorts of things by experimenting with the fuse ability. Mach mal noch was You can anderes. fuse two weapons, for example. Ja. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, we can create a weapon with a much Okay, das ist cool. Super Fork. longer attack range. With Aber wahrscheinlich kann man das Ding jetzt nicht nochmal kombinieren. Und irgendwann läufst du so rum mit so einer 2 Kilometer langen Mistkabel. Ihr wisst, ich würde das machen. Immer noch eins da dran tun. this, we don't have to get too close to enemies, and we can safely attack from a distance. You can also fuse arrows with materials in your inventory. For instance, try fusing this leaf to an arrow. Oh, ich werd dann so dubiose Waffen herstellen, weil ich es nicht check. Fuse an ice elemental material to an arrow and you can freeze faraway enemies. Okay. Very useful. In addition, let's see. Ah, there's a bird flying around. If you're out hunting, you might feel that aiming with an arrow is too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. Donny heute Reacts? Ja, machen wir doch grad. So, at times like these, here's an eyeball you can get by defeating monsters. Aha. Fuse it to an arrow and... Look, it homed in on the target. Was? Habe ich nicht gerafft. Okay, habe ich nicht verstanden. Habt ihr es verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Let's try this on another bird. I'll just fire in that general direction. It's very simple. Depending on what you stick together, the fuse ability could also be Sehr dubios. Sehr dubios. beneficial for hunting. Moin, Rapp. Astraios, danke für den Sub. Bonben, Flamingo, Flammenstrahl, Voikis, danke für eure Subs. I fused a mushroom to my shield. Now, you're probably wondering if this has any use. Well, this mushroom is actually a puff shroom. Let's fight an enemy with this. I blocked with the shield. Okay, there's smoke now. The enemy's lost sight of Link, so... attack! Even if you struggle with combat, you can take down enemies using similar methods. In the previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it Klorolle einfach. Ist einfach eine Klorolle, Leute. into a useful Alter, weapon. wie C war hier, Küchenpapier, Küchenrolle. There are even more gameplay options for sticking things together. Let me demonstrate. Some of the Sky Islands even have rivers. Oh Leute, ich werde das nicht raffen, ne? Das wisst ihr ja auch schon, oder? Denkt ihr euch auch das gerade? Also wer mein Zelda Let's Play gesehen hat, weiß, das werde ich nicht raffen. Das werde ich 50 Folgen lang nicht verstehen. Ich weiß es jetzt schon. Könnt ihr mich, es ist ja, mein Brain kann das nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, man kann Sachen zusammenkleben, aber Cross this one, but swimming across it, well, the river's too wide for that.
We need a boat. Oh, macht er sich jetzt ein Of Boot? course, there isn't anything that resembles a 2 Stöcke, ein Holz. Man braucht Eisen auch dafür, oder? Aber ich bin ja jetzt Crafter. Ich denke mal, diese ganze Craft-Aspekt dürfte jetzt mir leicht von der Hand gehen jetzt. Ich bin ja Minecrafter jetzt. boat around here. So, we'll lift up this log and attach it to a second log. Let's do one more. Okay, das ist schon We'll cool. bring this over Das ist cool, das gefällt mir. here and attach a third log. It's a makeshift raft. This is another new ability Und called wie viel kann man davon machen? Nur 2? Also könnte ich jetzt noch mehr Logs? Das würde mich mal interessieren. Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Now, if we put this on the water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. We've made a simplified version of a boat. Das ist schon cool. However, it won't move in its current Das ist cool, das state, gefällt so mir. we'll need something to propel it forward. Ah ja, okay, man muss jetzt auch an Antrieb denken. Okay. There's something here. Let's try hitting it. Lieb ich. Wind. Okay, lieb It's ich. blowing wind. Finde ich gut. Looks like we found a fan. Why don't we try attaching it? Ach, guck mal, man kann das so 3D-mäßig. We'll attach another one. Ich hätte es nicht dahin gemacht, ehrlich This gesagt. should make the boat well Ich balanced. hätte 1 genommen. Liegt ganz zufällig da, ja, klar, aber ist ja klar. Okay, they're attached. All right, let's try moving the boat. Hey, it's moving. It's sailing pretty fast with That's the wind cool. from the fans. Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. Port Racer, ja. All right, we reached the other side. In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car. Hat er and ein Auto flying gebaut? machine. Those vehicles actually aren't in the game from the start. Instead, you'll be able to freely craft them on your own. There are all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you Krass. use your imagination, you can do a lot with them. Oh, das wird so So, viel. try crafting Ja, different da wird es so things viele and Videos explore this geben, oder? world. Da wird es dann wieder wie bei The Breath of the Wild, die ganzen Freaks, die sich die krassen Sachen einfallen lassen, sind sich mit so Kugeln weg katapultieren lassen über die halbe Map und so ein Scheiß. Da gibt es ja bestimmt irgendwelche Freaks, die dann wochenlang sich so eine Scheiße ausdenken und dann haben wir alle irgendwie was davon und gucken uns diese Videos an. Das wird safe passieren. At your leisure. There are even more new abilities. Take this building over here. Okay, Speedruns watch werden this. krank, stimmt. Klar, die Speedrunner, die bauen sich dann wahrscheinlich am Anfang gleich irgendwie so ein Supergerät und dann fetzt sie über die halbe Map, ihr kennt es da immer, und dann laufen die irgendwie so rückwärts durch so eine Wand und sind dann irgendwie außerhalb der Map und dann ist die Kamera woanders und dann läuft Link irgendwie da unten lang und auf einmal ist man im Endgebiet und Ganon haut man dann 3-mal mit so einem Ding und dann 12 Minuten durchgespielt. Da laufen doch alle Speedruns immer ab und ich verstehe immer gar nichts. Look, I passed right through the ceiling. This new ability is called Ascend. If you're in a place with a ceiling, you can go through to the What? floor above you. Aber nur wenn das so gelblich, wahrscheinlich, hä? Wenn das nur, hat er das gerade gesagt? Warte mal ganz kurz. On how you use your imagination, you can do a lot with them. This building over here. Okay, watch this. Look, I passed right through the ceiling. This new ability is called Ascend. If you're in a place with a ceiling, you can go through Jede Decke. to the floor above you. There are some Unrealistisch. restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. Krass. For example, this place has a cave with a hill right above it. If we use the ability here, come on, keep going. Okay, we emerged at the top of the hill.
Also den finde ich irgendwie komisch. Das wird da, Leute, ihr wisst doch, wie es laufen wird. Man wird in jeden Raum gehen, das erste, was man macht, ist eine Decke, okay, erstmal gucken. So wird es laufen. Und man kann ja nicht wieder zurück. Ich werde nämlich immer durch jede Decke irgendwie dingsen, dann komme ich wieder nicht rein ins Game. Ich weiß doch, wie es laufen wird. Aber ist cool. In the previous game, you Aber had es ist meine bis jetzt am wenigsten Lieblingskraft. Ihr wisst, was ich meine. use stamina to climb a mountain. But in this Geht safe nicht überall. Doch, er hat gerade gesagt, wortwörtlich, es geht überall, wo eine Decke ist. Und es gibt nur manche Restrictions, hat er gesagt. Aber mehr oder weniger überall, wo eine Decke ist. game, if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the way up. Here's another example. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, you know what to do, right? Exactly. Oh, there's another construct. It seems to be holding a strange weapon. Some enemies are Ich equipped liebe with die Animation einfach. Das ist schon geil. So typisch einfach. fused weapons, so battles will play out a bit differently from the previous game. Ah, it blew me away with wind. Glüt, komm, Looks like it's got wenn ich some sort Glüt of sehe, muss ich fan. entfernen. Ah, I got pushed off. Alter, jetzt sind wir unten wieder. Oh well, let's Und just jetzt? return to the surface. So leicht gibt er You sich can quickly geschlagen. descend from the Lass dich doch von unter der Decke hochsaugen. sky to the surface like this. It feels so good. In the sky, you'll be able to look out across the land. Gehen die Waffen wieder Genau. kaputt? Weiß das einer? Ja, die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Ich gehe mal stark davon aus. Also, er hat vorhin schon die Sachen, so ein Stock und so ging auch kaputt. Also search for destinations that pique your interest. Hallo, Karingo. Once you've chosen your Karinigo. destination, Karinigo. you can speed things up, like this. Let's dive into this river. Das ist cool. Okay, das ist cool. Das ist cool, cool. And we're back on the surface. Erstmal Boot bauen. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. What did you think? Some of Link's new abilities were updated from the previous game. I'm sure some of you watching me play were thinking, wait, Der hat einen verdammt schönen Blazer, fällt mir. In dem Alter bin ich schon, Leute, dass ich denke, den Blazer will ich haben und das T-Shirt. Der hat einen guten Style einfach. Die Brille ist cool, die Frisur, bisschen hier Colonel von Kentucky Fried Chicken mäßig, aber in cool. if you could do that, then maybe Coole you could do ja, this too. Der hat einen nicen Style so. In this game, you can do a lot of things. Also, was halten wir davon? Ich weiß es nicht. Hab mich jetzt nicht umgehauen. Aber ich glaube, die Magie von Zelda wird einfach sein, das selber spielen, selber ausprobieren, selber darum latschen. Es war ja nie die Grafik oder so, die das Spiel so geil gemacht hat, sondern einfach diese Freiheit zu haben, überall hin zu können, wo man will, und klettern und so. Und mich hätte jetzt eher interessiert, ob es jetzt wieder Schreine gibt, zum Beispiel. Das hat mir immer, das fand ich einen sehr guten. Das war so eine Sache, die hat mir bei Breath of the Wild zwar am Anfang nicht so, aber dann habe ich es gecheckt und dann fand ich das ein super Weg, ne, dass es so piepst, wenn man irgendwo in der Nähe einen Schrein hat. Das fand ich cool zur Motivation, sich weiterhin in der Welt sozusagen umzuschauen, immer diese Schreine zu finden und die zu machen. Das fand ich nice. Und jeder Schrein war immer so ein bisschen so eine Überraschungskiste. Ey, warte mal, ich guck mal kurz. Gibt's nicht noch so Best-ofs von mir?